Lieber Johannes, Sie wollten, dass wir einen Film machen zum Thema des Jahres. Sie, also die KSÖ, wollten einen Film zum Thema sozialer Frieden. Und wir sollten ihn machen. Also ich und meine Studierenden. Weil Film ja so eine Kraft hat, emotional zu sein und die Menschen zu berühren und zu fesseln. Und die Tatsache, dass Film ein außerordentlich gutes Medium zum Denken ist, also nicht nur zum Fühlen, aber zum Denken, das haben wir alle schon lang vergessen. Sie, also die KSÖ, Sie wollten wissen, wie junge Menschen zu diesem Thema stehen. Was denken die Jungen? Was wollen sie? Halten sie einen sozialen Frieden noch für möglich und wie? In so einer Zeit der Spaltung, wie es immer heißt. Also dachten wir nach und versuchten Ideen zu finden und Filme, die in dieser kurzen Zeit machbar wären. Im Laufe einiger Monate. Und es gab ein paar Ideen und einige wurden auch wieder verworfen. Aber ich wollte diesen Film hier machen, den Film, den wir hier gerade sehen. Also traf sich am 22.08.2025 eine Gruppe Filmstudierender, um diesen Film zu machen. Und wir haben unser Konzept durchgeführt. Und jetzt sitze ich alleine im Schnitt und ich weiß nicht. Ich habe allerlei Zweifel. Vor allem am Gelingen dieses Projekts. Ein Drehtag, 4 Personen aus einer Klasse. Das ist nicht genug, bildet keine repräsentative Menge ab. Und trotzdem habe ich nicht weiter gedreht. Vielleicht, weil ich an diese Idee allgemein nicht ganz glaube. Oder aus Gefälligkeit. Stattdessen habe ich mir zur Aufgabe gemacht, aus dem Material, das an diesem Tag entstanden ist, einen Film zu formen und zu sehen, was ich alles machen kann mit der kleinen Menge an Material, Menschen und Bildern, die darin entstanden sind. Ein filmisches Experiment also. Ein Versuch. Aber werden wir daraus etwas erkennen? Etwas gewinnen? Etwas lernen? Wenn dann eher über das Filmemachen selbst, glaube ich, darüber, was es heißt, zu versuchen, seine Weltansicht und seine Einstellungen, Wünsche, Träume, Hoffnungen, all das vor einer Kamera zu Wort zu bringen. Am 22.08. sahen diese Antworten so aus. An einem anderen Tag würden sie ganz anders klingen. Je nachdem, woran man halt gerade denkt. Das haben auch einige nach ihren Interviews selbst gemeint. Daher meine Angst, dass es sich hier im Endeffekt nur um ein politisches Werkzeug handelt. Das entspricht nicht meiner Vorstellung und daher auch dieser Text, dieser Brief, den du bekommst. Ich glaube, sie werden den Film nicht besonders mögen, wenn ich ihn so abgebe. Wie er mit meinem Gewissen als Filmemacher vereinbar entsteht. Aber er wird nun mal so entstehen. So oder gar nicht. Ich habe 3, ich glaube, relativ einfache Fragen, aber schauen wir mal. Und die erste Frage ist die große. Glaubst du, deine oder eure oder die Zukunft wird besser als deine Gegenwart? Ich glaube, dass es schlechter wird, bis zu einem Punkt, wo einmal alles in den Arsch geht und dann wird es wieder besser. Weil so wie es jetzt gerade ausschaut, wird es einfach überall, ist gerade nur Problematik und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das wieder so langsam auflöst, so, dass die Leute wieder gescheiter werden, sondern ich glaube wirklich, dass wir das Klima, dass wir die ganze Gesellschaft so bis ans Äußere treiben, bis das wieder irgendein Krieg ausbricht oder wo man sich alle gegenseitig das Schießen umbringen und dann ist okay. Ich glaube wirklich, dass das endet in was richtig Extremem, bevor es wieder besser werden kann. Nein. Weil ich denke nicht, dass die Zukunft besser wird. Im Gegenteil, weil was alles gerade auf der Welt passiert, bringt mir selbst eine schlechte, Vermutung, dass es besser wird. Den größten Grund für mich wäre eigentlich der Klima eigentlich.
oder die Klimakrise, weil das ist ein sehr wichtiger Punkt. Man liest und sieht und hört sehr vieles darüber und man sollte auch sehr achtsam sein und dagegen was tun. Wenn Junge protestieren, stehen nicht einmal linke Parteien des Klimas hinter ihnen. Parteien wie die ÖVP und FPÖ rücken sie mit Terroristen und Extremisten in eine Schublade. Eine Generation, die einst wusste zu protestieren, auf die Straßen zu gehen, Barrikaden zu bauen, zuckt nun aus, wenn sie im Straßenverkehr länger braucht. Das ist jetzt die Frage, was man unter besser versteht, glaube ich. Also für manche vielleicht, für andere wieder nicht. Also ich glaube, wir bewegen uns jetzt schon eine Zeit lang wieder in zwei politische Lager, die immer weiter ins Extreme rutschen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass ich ein Mittiger bin, aber es ist quasi, es rutscht trotzdem, vor allem die eine rutscht halt in ein Extrem, was sehr menschenverachtend ist. Und je nachdem, welche Seite gewinnt, wird es für einige besser, für andere schlechter. Ich fühle mich immer so zynisch, wenn man sich so aufregt. Ich bin selber genauso Teil des Problems. Genauso. Ich mache genau dieselben Probleme, ich bin genauso zu viel auf Social Media, bin genauso, mein Klimafußabdruck ist beschissen, was weiß ich alles sehe. Aber, Gott. Es ist schwierig mit anzusehen, in welche Richtung es sich bewegt und diese Machtlosigkeit zu haben, nichts dagegen tun zu können. Die Zukunft, meiner Meinung nach, kann sehr schlimm sein. Aber das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel keine Kinder haben möchte. Wenn ich dich fragen würde, warum du das glaubst, dann hat das mit dieser politischen Spaltung in einer gewissen Art und Weise zu tun. Und ja, und auch dieses Vergessen, was nicht vor allzu langer Zeit passiert ist. Das ist so ein großes, massives Event gewesen. Das rutscht einfach komplett jetzt in den Hintergrund. Also allein die Aussage, ein gewisser Herr war ein Vogelschiss, ist halt einfach menschenverachtend. Weil man merkt mit der Zeit oder wenn man die Statistik schaut, dass es immer mehr auf der rechten Seite gewechselt wird, was gar nicht gut ist. Man kann nur von der Geschichte halt lernen, sage ich mal so. Und ich wünsche mir einfach, dass die Gesellschaft sich da bewusst ist, sich bewusst ist, wie schlimm die Zukunft sein könnte. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass sich so die Kluften zwischen Arm und Reich auch bei uns in Österreich noch wirklich spreaden werden. Ja. Und genauso Sachen wie Hauskauf, also Pension, bin ich gespannt, ob es das gibt bei uns, bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Das heißt, du glaubst nicht, dass es besser wird? Man würde es natürlich wünschen, aber so wie jetzt gerade... Aber das ehrliche Gefühl. Ja, genau. So wie sie jetzt gerade alle verhalten, eigentlich nicht. Das heißt, und woran glaubst du, liegt es, dass es nicht besser wird? An der Blödheit der Menschen oder an... Wir haben gemeinsam eine Einstellungsgröße aufgebaut, wie man sie kennt, wie wir sie kennen, aus dem Fernsehen, dem Internet, dem Kino. Sie signalisiert, was hier gesprochen wird, ist wichtig. Aber auch hier sprechen Expertinnen. Und das ist hier nicht wirklich der Fall. Weckt diese Einstellung falsche Assoziationen. Hätten wir ein anderes Bild schaffen sollen, eine andere Distanz zwischen Kamera und Subjekt, einen anderen Ausschnitt, einen anderen Winkel. Wie kann man Menschen einfach vor einer Kamera sprechen lassen, ohne falsche Eindrücke zu erwecken? Es war immer so, also wenn wir uns auch die ganze Geschichte anschauen, wir Menschen sind halt so. Ich glaube, das ist ziemlich biologisch. Also du glaubst, das hat was mit dem Menschsein an sich? Das glaube ich schon, ja. Also jeder will halt das Seines beschützen und Seines weiter aufbauen und immer, also ich glaube, jeder Mensch will halt
natürlich nicht jeder, man kann halt nicht alle in einen Topf stecken, aber ich glaube, jeder will halt das meiste herausholen, was geht. Ja, ich wünsche einfach nicht, dass es so rüberkommt, dass es gut ist. Aber das, was früher geschah, ist ja schlecht gewesen. Also Ja, aber ist, was du jetzt sagen wolltest, ist, man kann aus den Fehlern lernen. Also so habe ich es verstanden. ja, genau. Dass du genau. sagst, man kann daraus lernen aus der Geschichte, wir haben Fehler gemacht und Ja. man müsste eigentlich lernen können, dass man sie in der Zukunft nicht wiederholt, oder? So habe ich es gemeint, ja, genau. So habe ich es auch verstanden. Na gut, okay. Und was hast du, also was ist deine Angst, wenn Meine ich fragen Angst ist darf? einfach das, dass es den Gegensatz ist, also in dem Gegenteil ist. Du meinst, dass jemand das hört und glaubt, dass du meinst, dass man was... So wie es früher war, so, dass ich Angst habe, dass die so denken. Achso, ja, aber also wenn ich höre, man kann aus der Geschichte lernen, dann hört sich das für mich nicht an wie ein Zurück zu früher. Also ich finde, dass die Leute, die sagen, wir wollen, dass es so ist, wie es mal war, Genau. dass die nicht sagen, wir können aus der Geschichte lernen, sondern die sagen dann eher irgendwas weniger Reflektiertes. Ja, okay, ja, gut. Das war meine kleine Angst, weil ich ein bisschen so, habe ich das so gut. So Sam hat Angst, missverstanden zu werden. Ja, Hast genau, du das Gefühl, ganz man genau. könnte seine Kommentare missverstehen? Ja, das ist immer, glaube ich, so. Ja, ne? Man verredet sie dann ab und zu in sowas rein, wo man eigentlich nicht. Voll. Kamera ist tot. Oh, na. Hast du einen Akku? Ne, ich weiß gar nicht, ob wir noch Akkus haben, aber das Problem ist gar nicht der Akku, das Problem ist die Spannung. Kann ich da irgendwas machen? Remotes Ja, switchen, Remote. auf Remote switchen. Also ich hätte jetzt nicht das Gefühl... Also natürlich, ich glaube, man kann immer mit missverstanden werden. Ja. Aber ich glaube, also mein Eindruck ist, um deine Kommentare misszuverstehen, muss man sie schon missverstehen wollen. Und irgendwo, und wenn Leute wirklich in deine Kommentare lesen wollen, das, was du befürchtest, dann glaube ich, liegt das eher an diesen Leuten und nicht daran, was du gesagt hast. Genau, ja. Ja, voll. Ja. Ich werde die Frage wieder auf 2 Arten stellen, damit du dir aussuchen kannst, wie du sie beantworten willst oder kannst. Was für eine Gesellschaft wünschst du dir oder was wünschst du dir für die Gesellschaft? Sag das mal. Das ist extrem schwierig, weil wie soll man jetzt, ich will halt nicht komplett in eine utopische Richtung halt abdriften, weil das halt komplett unrealistisch ist. Ja, es wird halt nicht passieren. Es gibt ein cooles Lied, ich kann dir das gerne irgendwann zeigen. Ich weiß jetzt den Namen nicht, aber da singt eine Frau darüber, dass sie wünscht sich ein Land, in dem es keine Kriege gibt, in dem jeder essen kann, was er möchte, in dem quasi Kaviar für alle da ist. Und das wünsche ich mir eigentlich auch.
Im Endeffekt, es wäre nett, wenn die Leute nachdenken würden, so über Sachen, was tun und was das auf nächste Generationen sich auswirkt. Weil im Moment schaut es nicht aus, wie wenn die Generationen nach uns jetzt ein chilliges Leben haben. So rein von dem her, außer es wird wirklich was umgekrempelt, so vom System her. Kannst du dir vorstellen, dass was umgekrempelt wird? Wenn du dir die Welt anschaust. So wie es jetzt gerade ist, nicht, nein. Man wird auch immer, also wenn man sowas erzählt, jetzt nicht in so einem Rahmen, man wird auch sehr viel belächelt, wenn man sowas sagt. Und das ist einfach so dieser Downer, den man dann kriegt und sagt, okay, das ist auch unerreichbar, weil es glauben viel zu wenige Menschen an sowas. Also an Länder, die nicht existieren oder Menschen, die in Friede und Freiheit leben können, wo immer sie wollen. Ja. Ein Kontinent, ja. Einfach eine Weltgemeinschaft. Eine Weltgemeinschaft, genau. Keine Staaten, die sich dann gegenseitig zanken und über Grenzen streiten. Das wäre utopisch, ja. Oder glaubst du, es hat eine Wichtigkeit, solche utopischen Träume? Weil ich meine, natürlich, man kriegt die Frage gestellt und das Erste, was man sagt, ist, okay, wie kann ich etwas versuchen, was Realistisches zu formulieren, was keine Träumerei ist? Das war ja auch dein erster Instinkt. Ja. Glaubst du, es macht trotzdem irgendwie Sinn, solche Träume überhaupt zu äußern oder zu haben? Oder? Natürlich, ja, definitiv. Es ist extrem wichtig, solche Träume zu haben. Und ich glaube, jeder von uns hat auch solche Träume. Ich glaube, jeder von uns hat auch so deren Traumwelt irgendwie in mind. Und das ist auch extrem wichtig. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Aber jeder von uns ist halt eben dann so distanziert und denkt sich, okay, das könnte niemals passieren. Vielleicht könnte es ja auch irgendwann passieren. So. Wie schnell das einfach nur drüber gelacht wird oder keine Ahnung und wie viel Gegendruck dann immer kommt und man darf halt nicht aufgeben wahrscheinlich, aber mich würde es halt interessieren, wer halt wirklich dann so weit ist, dass man halt irgendwas zusammenbringt, wo nicht dann die halbe Gesellschaft sagt, nein, kein Bock drauf. Ja. Man sollte sich doch eigentlich fragen, was wollen Bürgerinnen und Bürger für ein Leben und was wollen sie für eine Welt? Aber wird das jemals gefragt? Also ich erinnere mich nicht, dass mich jemals irgendwer gefragt hätte, was für eine Welt willst du eigentlich? Das ist auch das erste Mal, dass mich jemand gefragt hat, was für eine Welt ich will. Also ja. Und das finde ich faszinierend. Das ist schon irgendwie... Und man weiß auch gar nicht, dass man antworten soll. Und eben, was ich auch oft gespürt habe, ist, dass Leute so gesagt haben, okay, wie kann ich jetzt was sagen, was nicht völlig verträumt ist? Und das fand ich halt auch irgendwie... Also ich verstehe es, wir wollen alle irgendwie praktisch orientiert sein, aber es ist auch irgendwie traurig, dass uns sozusagen eigentlich schon fast eingetrichtert wurde, jetzt ja nicht zu viel zu wollen von der Welt und vom gesellschaftlichen Wandel. Das stimmt tatsächlich. Ja, wir wollen nicht zu viel fordern, weil es halt dann eben nicht angenommen wird. Das ist so, glaube ich, die Angst davor. Aber ich glaube auch, dass es ein bisschen daran liegt, dass wir uns alle nicht mehr, also ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, niemand hat so wirklich das Gefühl, die Zügel in der Hand zu halten. Das glaube ich auch. Ich glaube, die Welt reitet einfach gerade so drauf los. Und das ist, glaube ich, noch so mehr angsteinflößender. Man denkt dann immer so, okay, es muss ja irgendwen geben, der so den Überblick über die Welt hat. Und ich glaube aber, dass es gar nicht so ist und es einfach noch viel angsteinflößender ist, dass einfach niemand den Überblick darüber hat, was gerade passiert. Ja. Und einfach, ja. Ja, weil irgendwie fühlen wir uns alle als Beifahrer, weil es ist nicht so, als ob irgendwer sagt, okay, ich wünsche mir das und das und das für die Welt, ich kann das selber umsetzen, sondern man hat so das Gefühl, man äußert Wünsche für die Welt und dann muss die irgendwer absegnen. Also ob es irgendwen gäbe, der einem die Erlaubnis geben muss, von einer besseren Welt oder an einer besseren Welt zu arbeiten auch. Das stimmt total. Ich merke gerade selbst, wo du es gerade gesagt hast, dass es so eigentlich komplett unterbewusst bei mir gerade war. Das ist so dieses Absegnen von jemandem, dass das so komplett logisch war. Dass jemand das irgendwie absegnen muss, dass wir für eine bessere Welt träumen dürfen. So. Also das ist so komplett absurd eigentlich. Ja. Ja, wow. Und ich glaube, eine wirkliche Utopie liegt im Endeffekt im Drehen selbst an dem Tag. Und das ist das, was ich versucht habe, in ein paar Bildern und Tönen einzufangen, die mich im Endeffekt fast mehr interessieren als die Hauptbilder der Interviews.
Denn die eigentliche utopische Kraft liegt im gemeinsamen Machen von Dingen, im gemeinsamen Verwirklichen eines Films. Und in diesem Rahmen kommt man sich näher, lernt sich kennen, arbeitet für eine Sache, spricht auch im Zuge dessen seine Unsicherheiten an, spricht klarer, weil das auch nicht diese bedrohliche Linse der Kamera ist, die einen anstarrt und etwas von einem erwartet. Und deshalb kann dieser Film eigentlich gar nicht gelingen. Aber was vielleicht gelungen ist, aber das musst du die anderen fragen, nicht mich, könnte der Dreh zum Film sein. Ja, zumindest ein bisschen. Aber nicht der Film. Und einschalten. Schön. Aha, Hui. ist das gefaked? Alles Wir gefaked. wollen eher ein bisschen eher kaltes Licht, oder?